Hi Leute und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Im heutigen Video soll es endlich um das Objektiv gehen, das ich mir passend zu meiner Blackmagic Pocket 4K gekauft habe. Es handelt sich dabei um ein anamorphes 50 mm Objektiv vom Hersteller Siri. Was dieses anamorphe Objektiv nun so besonders macht im Vergleich zu normalen Objektiven, das erfahrt ihr gleich. Viel Spaß beim Schauen. Nun, bevor ich auf das eigentliche Objektiv eingehe, sollten wir doch erst einmal den Unterschied klären zwischen sphärischen bzw. normalen Objektiven und solchen anamorphen Objektiven. Nun, anamorphe Objektive wurden damals in den 1950ern bzw. 60er Jahren entwickelt, was damals für das Kino so ein bisschen einer Revolution glich. Man hatte es nämlich geschafft, bei einem festgelegten Filmformat ein etwas breiteres Bild zu erzeugen, was mit der Technik von normalen sphärischen Objektiven damals nicht möglich war. Gemeint ist damit Folgendes: Ich könnte ja jetzt einfach dieses Bild hier nehmen, das nicht anamorph gefilmt wurde, und einfach von oben und unten etwas Bildinformation wegschneiden. Dadurch habe ich zwar optisch dann mein breiteres Bild, aber ich muss eben dafür in Kauf nehmen, auch Filmfläche zu verlieren, beziehungsweise wegzuschmeißen einfach. Und um eben genau das zu vermeiden, wurden eben damals solche anamorphen Objektive entwickelt. Diese können nämlich rechts und links noch weitere Bildinformationen hinzufügen. Dadurch wirkt das Bild erst einmal etwas komisch, was einfach daran liegt, dass es sozusagen etwas gestreckt wurde, nach oben und unten. Mittlerweile aber ist es in jedem Schnittprogramm möglich, mit ein, zwei Klicks sozusagen das Bild wieder zu quetschen, so von oben und von unten. Dadurch hat man dann sein gewünschtes Seitenverhältnis und man muss eben keine Filmfläche wegschmeißen. So viel zum Einstieg. Widmen wir uns nun endlich dem anamorphen 50 mm Objektiv von Siri. Die erste Frage, die man sich hier stellen könnte: Warum denn überhaupt ein Objektiv von einer Marke, die wahrscheinlich die allerwenigsten da draußen überhaupt kennen werden? Nun, der Grund dafür ist eigentlich ganz einfach. Anamorphe Objektive sind nämlich teuer. Die fangen an bei etwa 2.000, 3.000 US-Dollar bis rauf zu etwa 100.000 US-Dollar. Aus diesem Grund ist das Siri-Objektiv mit seinen aktuell 699 Euro eine relativ günstige Alternative für anamorphe Filmliebhaber. Kommen wir nun zum Lieferumfang. Beim Öffnen der Verpackung finden wir hier lediglich einen kleinen Beutel, den uns Siri mitliefert. So sieht er aus. Ist halt ziemlich nett von denen, halt auch praktisch, wenn man es jetzt verpacken und mitnehmen möchte. Aber abgesehen vom Beutel gibt es jetzt keine weiteren Extras, die uns Siri mitliefert. Und so sieht dann eben unser Objektiv aus, unser anamorphes Objektiv. Nun, ich muss sagen, beim ersten Mal halten war ich eigentlich ziemlich überrascht darüber, wie klein das Objektiv doch eigentlich ist. Und es wiegt jetzt auch nicht viel mit seinen 560 Gramm. Was aber jetzt für mich kein Problem ist, da nämlich die Blackmagic Pocket 4K an sich schon schwer genug ist, da finde ich, ergänzt sich das Objektiv mit seinen 560 Gramm eigentlich optimal. Beim Kauf eures Objektivs ist es halt auch wichtig zu beachten, für welchen Mount ihr euch entscheidet. Also quasi, ihr braucht das richtige Objektiv mit dem richtigen Anschluss für eure Kamera. Es gibt aktuell von Siri 3 verschiedene Mounts, die sie anbieten. Einmal gibt es den Sony E-Mount, also der ist dann für die ganzen Sony-Kameras. Dann gibt es noch einen X-Mount, der ist für die Fuji-Kameras gedacht, also für die X-T3, X-T4 und was die sonst noch so anbieten. Und dann gibt es noch einen, das ist jetzt meiner. Vielleicht könnt ihr das hier unten auch lesen. Da unten steht Micro Four Third Mount. Und der ist zum Beispiel für die Blackmagic gemacht. Oder auch für Z-Cam-Kameras und noch ein paar andere. So, wenn ihr jetzt das Ganze richtig einsetzen wollt, dann nehmt ihr halt einfach hier diese Objektivklappe ab. Nehmt euer Objektiv. Und ihr könnt euch halt immer an diesem roten Punkt hier orientieren. Der gleiche rote Punkt ist auch hier drauf. Dann steckt man den halt hier ein bisschen hier rein. Ja.
So. Jetzt dreht man den noch ein bisschen. Und wenn der Klick macht, dann wisst ihr, okay, der sitzt richtig drinnen. Nun, wenn ihr jetzt anamorph filmen wollt, dann gibt es noch ein paar Dinge, auf die ihr achten müsst. Nämlich in den Einstellungen. Also ich filme das Ganze gerade in 4K. Wie man hier sehen kann, 4K DCI, also 4096 x 2160 Pixel. Und ihr könntet es eigentlich so belassen und filmen. Wie ihr sehen könnt, ist das Bild ein bisschen, also es sieht ein bisschen komisch aus. Also etwas hochkantig gestreckt. Das könnt ihr so belassen und dann später in der Post-Production wieder zurechtquetschen. Das könnt ihr aber auch schon hier bereits einstellen. Also nicht einstellen, aber ihr könnt sehen, wie euer Filmmaterial zum Schluss dann aussehen wird in der Post-Production. Dazu geht ihr einfach hier unter Monitor und schaltet dann hier bei Both euren Anamorphic D-Squeeze ein. Einfach anmachen, zurückgehen und wie ihr dann sehen könnt, wurde das Bild wieder von oben und unten zurechtgequetscht. Zum Objektiv lässt sich selbst noch sagen, dass es also auf den ersten Blick unglaublich hochwertig aussieht. Es besteht wirklich zu 100% aus Metall, was mir sehr gefällt. Also es wirkt jetzt nicht irgendwie billig produziert oder so. Was den Fokus angeht, muss man sagen, habt ihr bei der Blackmagic selbst keinen Autofokus und bei dem Objektiv hier müsst ihr das Ganze manuell einstellen. Dieser manuelle Fokusring aber, der dreht sich wirklich wunderbar, also sehr sanft, also man spürt diese Übergänge überhaupt nicht, was mir sehr gefällt. Darüber hinaus, was diese anamorphen Objektive so interessant und besonders macht, ist einfach die Tatsache, dass sie auch bestimmte cineastische Effekte mitbringen. Das ist der Grund, warum viele sich überhaupt erst für so ein Objektiv entscheiden. Beispiele für solche Effekte wären der Lensflare einmal oder aber auch diese ovalen Bokeh, die die meisten von euch zumindest unterbewusst aus vielen Filmen kennen werden. Es wird in nächster Zeit noch sehr viele Testvideos geben, also von dieser Blackmagic 4K in Kombination mit dem anamorphen Siri-Objektiv. Ich kann nur sagen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Bitte hinterlasst ein Like, vergesst nicht zu abonnieren, damit ihr auf keinen Fall meine ganzen coolen Testvideos mit dem anamorphen Siri-Objektiv verpassen werdet. Es bleibt nur noch zu sagen, danke, dass ihr eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal.